Herzlich Herzlich willkommen willkommen auf Lobos auf Lobo Kanal. Kanal. Ja, war doch gut, oder? Let's see. Hallo Freunde, was geht ab? Lobo hier zum Valentine Special Day und Valentinstag. Das heißt nicht nur, man musste für die Mädels Blumen kaufen, sonst geht es einem ziemlich schlecht an dem Tag. Habe ich die Erfahrung gemacht, nicht dieses Jahr war ich vorbereitet. Ja, aber wir schauen uns heute die neuen zwei Helden an. Einen können wir ja schon jetzt in der Beschwörung garantiert ein exklusiver Held. Und was habe ich wieder nicht am Start? 200 blaue. Ich hatte alles rausgehauen. Und dann mal schauen, ob die 70 oder ein bisschen was ich habe, ob die reichen, um den neuen Heiler heute zu beschwören. Wir schauen sie uns gleich an. Sieht super geil aus. Und am Wochenende haben wir eine neue Kämpfer-Unit. Die schauen wir uns auch an. Im uralten Beschwörungsevent zu bekommen. Ist aber kein Lord, also ein normaler Kämpfer-Unit. Und ich würde sagen, starten wir einfach mal. Ja, das ist der neue Event zur neuen Heilerin Schicksalshafte Romanze. Wir können wieder coole Belohnungen bekommen. Einfach die Quest hier erfüllen. Ihr kennt das ja schon aus den anderen Events. Blaue Federn, rote Federn, mit denen bekommen wir dann die guten Goodies hier im Austauschshop. Was soll man sich holen? Natürlich Vorrang hat die Skillkristalle, ganz klar. Und die Artefakte. Ja, einmal eins für den neuen Helden. Liu Bu ab Sonntag erst ab Sonntag eine Beschwörung. Und der Fächer, der mythische aus Phönixfedern für Diaoran, den neuen Heiler. Die sind Pflicht, alles andere danach ist Geschmackssache. Avatara, Chatblasen, mein Gott, da haben wir schon so viele. Ja, den Umspielerhammer, den werde ich mir holen danach und mal schauen, was dann so überbleibt. Ja, aber diesmal finde ich ganz schick beim Story-Modus, also beim Herausforderungsmodus, wenn wir den Story-Modus abgeschlossen haben. Der Boss ist nicht nur einfach so Paste and Copy, wie man das ja oft sieht, sondern sie haben sich wieder mal was einfallen lassen. Gehen wir mal gerade rein hier. Albtraum, ja, den habe ich noch nicht gespielt. Oh, gerade hier Autofight. Auch schwer. Belohnung noch nicht eingesammelt, weil ich will heute noch Albtraum machen, aber das würde jetzt zu lange dauern im Video, weil wir wollen uns ja die neuen Helden anschauen. Ja? So, ganz cool ist, wir haben diesmal hier erst andere Units vorrücken und wir müssen erst diese bekämpfen, bevor wir zum eigentlichen Boss kommen. Das ist neu, gefällt mir sehr gut. Also da sieht man, dass Moontoon sich wirklich Gedanken macht, um immer was Neues zu bringen. Ja, und ich hoffe ja, wie gesagt, noch auf jede Menge neuen Content dieses Jahr. So, also für Early Game Spieler Stufe Normal überhaupt kein Problem. Auf schwer wird es für Midgame Free-to-Play Spieler schon knackig, um jetzt wirklich die volle Punktzahl zu erreichen, muss man sagen. Und auf Albtraum ist es eigentlich für ja, Endgame Material. Ja, ob Cacher oder nicht Cacher. Je nachdem, wie lange man dabei ist und wie lucky man war. Also ich finde es echt cool gemacht, muss ich sagen. Mit dem neuen Boss hier. Ja. Ich bin mal gespannt, wie weit ich bei Albtraum komme. Da schauen wir uns vielleicht die Tage an. Weil am Sonntag gibt es natürlich die uralte Beschwörung für den neuen Helden Liu Bu, den wir uns gleich anschauen.
So, und dann habt ihr, wie gesagt, eingesammelt und dann geht es zum Austausch-Shop. Ja, also eigentlich dann wie immer, kennt ihr ja schon die Events. So, ein Quest abgeschossen. Nice. Noch ein paar blaue. Aber wir wollen natürlich hier an die roten oder pinkfarbenen Federn ran. So, dann schauen wir uns mal die neuen 2 Helden an. Ich bin gespannt. Ich habe mir das Skillset noch gar nicht angeschaut. Also, die könnten wir theoretisch heute beschwören. Dioran, neuer Heiler. Hölle, Wächter-Unit. Das ist gut. Wächter-Unit ist cool. Hölle habe ich noch gar keinen Lord. Lee. Mal schauen, was sie so drauf hat. Schauen wir uns mal die Skillsets an. So, also wie gesagt, Magier, Heilerin. Magisch Heilerin. Schauen wir mal rein. Aoi Heilung. Oh, das sieht aber sehr interessant aus. So ein breites Fächerfeld hat man ja noch gar nicht gehabt. Ja. Okay, von, na, wie heißt sie? Eventuell noch von, mir fällt der Name schon wieder nicht ein. Von ihr, von Sadie. Sie hat ein ähnliches gefächertes Feld, aber nicht so in dem starken Umfang. Interessant. Mal schauen. Serenade der Hoffnung fügt allen Verbündeten in Reichweite periodisch 3-mal angriffsbasierte Heilung zu. Serenade der Hoffnung, eine Haltung, die kontinuierlich Verbündete heilt und unterstützt. Und das auf diesem Raum hier. Das ist ja richtig, das ist ja mal richtiger AOE-Heal. Okay, angriffsbasierte Heilung, also auf Attack wird es wahrscheinlich gebaut. Mal schauen. Hymne des Kummers, eine Haltung, die Verbündete kontinuierlich verstärkt. Gewährt allen Verbündeten in Reichweite 21% Inspiration. Also Attack. Buff. Das ist ja mal cool. Ja, also Dolores stylmäßig. Mal gespannt. Und dieser Grundangriff. Ja, das ist gerade bei der Grundangriff. Weiter geht's. Das Requiem der Liebenden. Manuelle Ulti, Serenade der Hoffnung, wechselt zur Hymne des Kummers. Sie kann sich ja verwandeln. Ja, sie hat ja 2 Formen. Und Hymne des Kummers wechselt zur Serenade der Hoffnung. Also die Heilung, die Verbündete heilt und schützt. Und Attack Buff. Ja, also sie wechselt ihre Gestalt und ihr Skillset von Heilung zu Attack Buff. Also quasi eine Kombo zwischen Dolores und einem normalen Heiler. Das ist ja mal interessant. Ja. Das ist ja mal interessant. Weiter geht's. Bittersüße Träume, passive, erste passive. Innerhalb von 9 Sekunden nach dem Wechsel der Haltungen übernimmt der Grundangriff die Hälfte des Effekts der vorherigen Haltung. Dieser Effekt kann bis zu einmal alle 60 Sekunden ausgelöst werden. Okay. Innerhalb von 9 Sekunden nach dem Wechsel der Haltungen übernimmt der Grundangriff die Hälfte des Effekts. Oh, da kann ich mir noch gar nicht vorstellen. Was von der vorstellen. Nur noch mal anschauen. Dornige Rose passive wieder. Serenade der Hoffnung. Also der Heal fügt Verbündeten in Reichweite kontinuierlich Damage-Reduktion und Damage-Reduktion zu Hymne des Kummers. Okay, also ein Attack-Debuff fügt 2 oder Attack Break fügt 2 anderen Verbündeten mit dem höchsten Angriff in Reichweite kontinuierlich Durchdringungserhöhung zu. Also Damage-Reduktion, natürlich kein Attack Break, sondern quasi ein Death Buff auf unseren Verbündeten. Und ein ein Ignore Death. Ignoriert 10% der Verteidigung des Widerstands, wirkt nur, wenn stärker ist als der aktuelle Buff, Debuff. Also 10%iger Death Ignore noch auf dem Feind, auf dem Boss. Das hört sich echt interessant an.
Sieht geil aus. Skillsets liest sich cool bisher. Da kannst du dir Dolores in Zukunft wahrscheinlich sparen hier, ne, mit ihr. Ja, spannend. Wahre Hingabe, Schmerz. Passive. Erhalte den Helden Liu Bu. Okay, das ist der neue, den wir am Sonntag beschwören können. Also in der erhöhten Chance natürlich. Der fliegende General, um den folgenden Bonuseffekt freizuschalten. Also auch wieder eine Combo. Ihr kennt es ja schon aus anderen Units. Wenn man beide im Inventar hat, dann bekommen diese Helden nochmal einen zusätzlichen Buff. Und bei ihr haben wir, wenn sich andere verbündeten Helden in der Grundangriffsreichweite befinden, also hier, was ja doch schon ein guter Raum ist, wird der erlittene AOE-Damage von Diaoran um 30% verringert. Also auch nochmal quasi ein Schutz, zusätzlicher Death-Buff für unsere Helden hier. Also das ist, also es ist eine, ja, eigentlich ein Death. Ich bin mal gespannt, wie der Heal bei ihr ausfällt. Ja, also hat ein sehr variables Skillset. Okay. Talent. Erhöht den Heilungsbonus um 50%. Okay. Fängt nach dem Einsatz an, Serenade der Hoffnung zu tanzen. Während Serenade der Hoffnung. Also hier wieder der Heal. Erhält alles 2 Sekunden einen zusätzlichen 4% Heilungsbonus. Und ich habe mich schon gefragt, wo der Heal herkommen soll. Denn ja wohl nicht nur aus dem Grundangriff. Und da haben wir es. Also sie kriegt hier nochmal einen gewaltigen Boni für einen Heal. Und das auf die... Ich bin gespannt, wie hoch der Heal ausfällt. Auf dem Raum AOE Heal. Wie stark der ist. Weil wenn der stark sein sollte, dann ist es natürlich in Attack Buffer mit einem starken Heal und nochmal zusätzlich ein zusätzlicher Death auf unseren Helden mit einer kleinen Prozent Chance auf einen Ignore Death für verbündete Units. Ist aber halt nur 10%. Ist nicht so viel, aber immerhin. Ja. Okay, aber immerhin. Mal schauen, wie es nach dem Erwecken aussieht. Also sie liest sich natürlich ein bisschen kompliziert am Anfang, also, aber ich bin gespannt, wie es in der Praxis was an Heal machen kann. Okay, hier bekommen wir nochmal Attack. Während Dornige Rose wird die Damage-Reduktion von Serenade der Hoffnung um 5% erhöht. Okay. Und die Anzahl, also der Death Buff quasi, und die Anzahl von Hymnen des Kummers betroffenen Ziele um 1 erhöht. Okay, also hier quasi der Attack Buff nochmal. Okay, um 5. Nach dem Wechsel zur Serenade der Hoffnung heilt Verbündete in Reichweite um 500%. What the 500% nochmal Heal. Das ist natürlich gewaltig. Ja. Und fügt Verbündeten in Reichweite Wutregeneration zu. Also die lohnt sich ja mal richtig auf Max. Also wenn du die auf 5-fach erwächst hast, dann brauchst du keine Attack-Buffer mehr. Eigentlich brauchst du dann keinen zusätzlichen Heiler mehr. Da sparst du dir eine Unit, wo du dann wieder einen Damage-Dealer mit reinpacken kannst. Ja. Also, die liest sich echt, die sieht auch mega geil aus, ne? Also die, was hat sie an Kosten? 6, was? What? 6 Kosten hat die nur. 6 Kosten. What? Also, das ist ja mal mega OP. Das ist ja nix. Also eigentlich kann man sagen, es ist eine weitaus stärkere Dolores.
Ja, so wie sich das bis jetzt liest. Ja, mit einem viel stärkeren Heal. Natürlich. Also ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass sie so stark ist. Am Anfang dachte ich erst so, okay, ein weiterer Heiler, aber so kann man sich täuschen, ne? Ja, ich bin mal gespannt, vielleicht ziehen wir sie ja heute. Ja, diesmal von Sonntag bis Dienstag, uralte Beschwörungsevent Iowa bei den Lord. Viertstärkste Lord Legi, den man bekommen kann. Ich habe ihn Gott sei Dank schon gezogen. Aber ich werde meine Steine, ich habe knapp 50 Steine. Und ich werde natürlich wieder beschwören. Jetzt am Sonntag. Aber ich bin mal gespannt, ob Lü Bu sich vielleicht auch lohnt, wenn man ihn bekommt. Ja, mal schauen. Also auf jeden Fall wieder eine Kämpfer-Unit. Chaotisch Nordländer. Wir hatten ja in letzter Zeit sehr viele Albtraum-Units. Diesmal was ganz anderes. Chaoten-Fraktion, da bin ich jetzt nicht so gut aufgestellt, muss ich sagen. Naja, es geht. Valeria, Lugaru, aber hier sehr starke Units dabei habe ich nicht. Ja. Okay, Garn habe ich. Naja, mal schauen. Aber Nordländer-Fraktion ist bei mir wiederum sehr stark. Okay, schauen wir uns mal an. Grundangriff fügt bis zu 5 Gegnern 100% AOE Damage zu. Eine Straight Line haben wir hier, also quasi. Aber gut, 3 Felder. Ja. 3 Felder vor sich, AOE. Gehen wir zum ersten richtigen Skill. Wechselt sofort in Abstieg in die Tiefe. Abstieg in die Tiefe. Geht in einen Zustand mit unabhängigen LP über und beginnt mit 65% LP beim Auslösen von Chaosschlag. Wird 50% Verlangsamung für 3 Sekunden zugefügt. Also ein Slow. Bei tödlichem Damage endet der Zustand und stellt 50% LP wieder her. Also wenn er einen killt, dann haben wir quasi einen Vampire-Effekt. Holt er sich LP wieder. Das ist nicht schlecht. Okay. Wechselt sofort einen Abstieg in die Tiefe. Ne, nach Erreichen von der maximalen Kraft wechselt sofort einen Abstieg in die Tiefe. Und erhält Verstärkungseffekte. Erhöht den eigenen Angriff um 30% und reduziert das Auslösungsintervall von Chaosschlag um zusätzliche 2 Sekunden. Chaosschlag fügt bis zu 10 Gegnern in dem vorderen großen Bereich 320% AOE Damage zu. Also diese Line, die bleibt halt also wie Ingrid. Ingrid hat ja auch nur vor sich quasi die Felder. Hat zwar mehr Felder, aber ist ja auch Magier erst eine Kämpfer-Unit. Also es ist eigentlich Valeria-Style-mäßig. Ne? Valeria-Style das gleiche. Auch AOE-Damage, aber nur straight vor sich. Ja. Das macht den Helden natürlich nur begrenzt in einem begrenzten Feld einsetzbar. Aber vielleicht hat er ja noch was drauf. Mal schauen. Verlust der Vernunft passive. Wenn sich der Held nicht in Abstieg in die Tiefe befindet, erhält er beim Angriff auf Gegnern 0,5% Wut. Für jeden erlittenen Damage, der 20% der Max-LP entspricht, erhält er 1% der Wut. Also wenn er LP verliert, bufft er sich quasi seine Wut, also seine ultimativen Skill hoch. Immer um 1%. Beide Effekte verdoppeln sich, wenn die aktuellen LP unter 50% fallen. Dann sind wir bei 2%. Ja? Also je mehr er LP abnimmt, umso schneller kann er seine Ulti auslösen. Übersetzt. Ja. Geht natürlich noch mal ein bisschen hoch nach Skill-Ups. Aber nur minimal. 0,5%. Weiter geht's. Krafthunger passiver. Wenn LP unter 65% sind,
erhöht sich die Übersetzung, die ist aber diesmal extrem schlecht, muss ich sagen. Also wenn die LP unter 65% sind, erhöht sich der Damage um 20%. Für jeden Verbündeten innerhalb von 2 Feldern mit LP unter 65% erhöht sich der Damage um 10%. Bis zur Erhöhung von 30%, wenn die LP des Helden oder eines Verbündeten zum ersten Mal unter 65% fallen. Erhält er 20% Wut. Also im Prinzip das gleiche wie bei dem Skill hier. Wenn die LP sinken, bekommen wir hier nochmal mehr Damage. Ja, also hier buffen wir uns mehr Wut und hier erhöht sich dann der Damage. Ich überlege die ganze Zeit, wo uns das was nützen kann. Okay. Na schau, mal weitermachen. Brennende Ambitionen begehren passiv. Bindungsskill mit Diaoran. Mal schauen, was er hat. Also wenn man beide im Inventar hat, dann bekommen wir hier nochmal einen zusätzlichen Buff. Erhöht die Dauer von Abstieg in die Tiefe. Das war nochmal hier. Geht in einen Zustand über mit unabhängigen LP. Also wo er sich quasi LP wieder zurückholt. Und die von dem verstärkten Zustand seines ultimativen Skills Dunkler Stern. Dunkler Stern. Die nach dem Einsatz gewonnen werden um 15 Sekunden. Okay. Also Verlängerung der Skills. Okay. Oh, ja, noch was. Arena Skill. Erhöht den Damage in der Arena um 15%. Also. Schauen wir uns noch das Talent an. Alle 12 Sekunden verbraucht der nächste Grundangriff 15% der aktuellen LP. Um Chaosschlag zu erhalten. Also hier fügt bis zu 10 Gegnern im vorderen großen Bereich 320% AOE Damage zu. Also ich sag mal ein halber AOE. Nur die Felder vor sich. Ja. Nach dem Einsatz nach dem Einsatz wechselt er sofort in den Abstieg in die Tiefe und erhält Verstärkungseffekte des ultimativen dunklen Sterns. Kann jedoch während dieses Zustands den ultimativen Skill nicht verwenden. Wenn die LP unter 65% fallen, wird das Auslöseintervall von Chaosschlag um 2 Sekunden verringert. Also für die Unit brauchst du auf jeden Fall schon mal einen Doktortitel. Ja, das ist klar. Das ist ja, also, das ist echt kompliziert jetzt gemacht, ja. Also wir haben eine Unit, Camper-Unit mit einem Teil AOE vor sich, mit einem eingebauten Vampire-Set. Ja. Aber was wir nicht haben, sind Debuffs. Ja. Wir haben keinerlei Debuffs auf der Unit. Damit brauchen wir natürlich Hilfe von anderen Einheiten. Ne? Also wir brauchen natürlich Deathbreak und Brennen, Blutungen, alles. Das haben wir hier natürlich bei ihm nicht. Ja? Er liest sich interessant. Man muss schauen, wie der Damage ausfällt. Ja? Man muss schauen, wie der Damage ausfällt. Aber er ist halt nur begrenzt einsetzbar, muss ich sagen. Ja. Da gibt es so viele Units, die über das Artefakt einen Vampire-Effekt haben. Ja. Die aber noch einen besseren Angriffsbereich haben. Aber noch Debuffs dabei haben. Deswegen bin ich bei ihm so, naja. Also ich mache jetzt keine Luftsprünge bei ihm. Ja? 20 Kosten ist auch nicht gerade wenig für einen Camper.
Ja, Arrogance hat zum Beispiel nur 18 und viele, die weit drunter liegen. Oder was heißt weit? Auf jeden Fall drunter liegen. Deswegen bin ich hier nicht so begeistert wie bei der Heilerin, muss ich sagen. Mal schauen, wie es beim Erwecken aussieht. Erhöht die Grundangriffsreichweite um ein Feld. Wenn der Gegner nicht geblockt wird, erhöht sich der Damage um 20%. Also 4 Felder vor sich. Ja? Kosten gehen runter. Okay, das ist nicht schlecht. Da gehen die Kosten auf 2, Kosten dann auf 18. Ist schon besser, aber du brauchst ihn halt auch zweimal erweckt, um die Kosten zu senken. Er hat ja auch einen Arena-Skill. Ist natürlich schwierig, ihn unerweckt in der Arena dann zu spielen mit 20 Kosten. Kommt halt auch noch dazu. Was haben wir hier noch? Erhöht den Damage Multiplikator von Chaosschlag um 40% und er exekutiert Gegner mit LP unter 50%. Elite-Monster und Bosse sind ausgeschlossen. Das ist schade, ne? Also alles, was weniger als 15% LP noch übrig hat, macht ihr sofort platt. Okay, mit dem AOE-Skill hier. So, was haben wir noch? Auf dem 5er haben wir, wenn sich der Held in Abstieg in die Tiefe und im verstärkten Zustand befindet, wird das Erleiden von tödlichen Damage diese Zustände nicht sofort beenden. Stattdessen wird er immun gegen diesen Damage und die Dauer von Abstieg in die Tiefe und dem verstärkten Zustand wird um 5 Sekunden verringert. Also er verliert LP bis zu 65%. Er kann also dann nicht one-hitted werden, wenn er in dem Zustand ist. Okay. Also man kann ihn nicht one-shotten. Ist nicht schlecht. Ja. Aber trotzdem, einer der Debuffs völlig allein auf sich gestellt. Okay, mit Vampire Set. Aber es ist mir zu viel wenn in den Skills. Wenn, dann kann er. Ja, und das ist immer, ja, immer so zweischneidiges Schwert. Ja, Lübü. Aber auf jeden Fall interessante Unit. Werden wir auf jeden Fall ausprobieren. Sollten wir ihn denn ziehen am Sonntag? Das vorausgesetzt. Ja. So. Ja, bin mal gespannt. Momentan auch wieder richtig schick, wie ich finde, der Goldhuhn Geschenk-Event. Ja. Also wenn ihr hier die Quest erfüllt, holt euch die geheimnisvollen Truhe oder die strahlende Truhe. Die lohnt sich ja nicht. Die wunderbare und Glückstruhe lohnt sich nicht, weil ihr bekommt hier Echtgeldwährung. Ja? Ihr bekommt Echtgeldwährung und davon könnt ihr euch Packs holen, wenn ihr genügend gesammelt habt. Ja? Wenn man Glück hat. Ja, also wenn du Pech hast, ziehst du hier irgendwie nur oder die Privilegienkarte für völlig Free-to-Play-Spieler ist natürlich richtig nice. 3 Tage die Buffs für die quasi 3-tägige Monatskarte. Das ist nicht schlecht. Ja, für Free-to-Play-Spieler richtig coole Sache. Auch hier halt eine Echtgeldwährung, die man bekommen kann, wenn man dann Glück hat mit seiner Truhe. Also immer schön teilen. Am besten natürlich in der Gilde. Ja, so machen wir das. Jeden Fall. Also Glückstruhe, wunderbare Truhe, lohnt sich nicht so. Sparen für mindestens die geheimnisvolle Truhe, um an die Echtgeldwährung ranzukommen. Ihr seht, hier gibt es keine Echtgeldwährung bei den Truhen und auch keine 3-Tages-Privilegienkarte. Die gibt es nur ab der geheimnisvollen Truhe. Deswegen schön sparen. Eins der besten Events, wie ich finde, hier im Spiel. Ja? Wo hast du das, dass du Echtgeldwährung
gewinnen kannst im Spiel. Ja, okay, man kann Ingame-Währung gewinnen bei den Events in den meisten Games, aber das ist ja Echtgeldwährung jetzt. Damit kannst du die richtige Packs kaufen. Wo hat man das? Ja, bei Watcher of Realms. So, kommen wir zur heutigen Beschwörung. 72 Blaue am Start. Ist nicht so viel, wir brauchen viel Glück. Aber am Sonntag in der Beschwörung für die Urallensteine habe ich einen kleinen Glücksbringer dabei. Und zwar das Mädel, was ihr schon in der Vorschau gesehen habt. Ja, meine neue Glücksprinzessin. Ja. Die wird am Sonntag mit dir beschwören. Und ich bin mal gespannt, ob sie mir auch im Spiel Glück bringt. Ja, aber heute muss es alleine gehen. Deswegen mal schauen. Also ich muss echt sagen, ich hätte sie echt wahnsinnig gern. Sie liest sich super. Ja? Ein Attack Buffer, Heiler, Damage Reduce und kann noch einen Death Ignore buffen für Verbündete. Also richtig geil, muss ich sagen. Richtig geil. Mal schauen. Also ich kriege noch ein paar blaue am Wochenende. Vielleicht, wenn es jetzt nicht klappt. Mal schauen. Also machen wir 2 einzelne. Ich habe halt auch keine Kristalle. Ich kann nichts kaufen. Ne? Ich bin zurzeit am Farmen für exklusive Artefakte. Und ich muss sagen, die Droprate ist gut. Exklusive Artefakte. Allerdings nur für Helden, die ich nicht habe. Ja, es ist, das ist echt. Weil die pushen dich echt so stark, diese exklusiven Artefakte. Ja, aber du musst echt Glück haben beim Beschwören. So. Aber für sie haben wir ja den Event, wo wir 1 bekommen. Das ist schon mal nicht schlecht. So, der erste 10er. Mal schauen, wie es läuft. Sieht schon mal gut aus. Sieht schon mal sehr gut aus. Das wäre es jetzt natürlich, wenn sie da drin wäre. What the heck? Im ersten 10er-Pull. Ja, also es war nicht gescriptet. Ihr habt es gesehen. Ja, habe ich noch nie gehabt, sowas. Ich habe noch nie einen exklusiven Helden gezogen in den 200 Beschwörungen. Also außerhalb natürlich der garantierten 200 blauen Steine. Beim ersten 10er Pull, what the heck? Alles ganz gut, da können wir sie testen demnächst. Brauche ich nur noch das Artefakt, das hole ich mir jetzt aus dem Event. Und dann bin ich gespannt in den nächsten Tagen. Ja. Also ich stelle mir mit der, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das ein absoluter Game Changer wird. Denn sie hat wirklich, es kommt auf den Heal drauf an. Ja, es kommt auf den Heal drauf an. Wenn der Heal so stark ist, wie ich mir das erhoffe, dann ist natürlich ein absoluter Game Changer. So, jetzt haben wir noch 60 Steine übrig. Ja. Was machen wir mit den 60 Steinen? Machen wir weiter? Na komm, egal. Die hauen wir noch raus. Ja. Vielleicht kommt ja noch ein Random Legi dazu. Ach, ich brauch noch die eine Tante für die Fusion von Salazar. Genau, ich muss ja beschwören. Ich habe immer noch keinen Salazar, weil mir ein Epical fehlt. Den Namen schon vergessen. Deswegen wäre natürlich nicht schlecht. Nee, das nicht. Weiter geht's. Gleich in der ersten 10er Pull, ne?
Aber meine Glücksgöttin, man kann es nicht sehen, sie liegt halb nackt neben mir. Das hat vielleicht den Ausschlag gegeben. Ja. So. Ich bin im Übrigen bald wieder back. Also momentan ja immer noch hier völlig amateurhaft. Improvisiert mit der Aufnahme. Weil die Qualität wird wieder besser. Ab nächste Woche bin ich wieder back und ich habe mein neues System. Ich habe noch eine 4090er RTX nagelneu geschossen. Relativ günstig. Und ich bin gespannt. Und ab März gibt es dann auch Streams. Ich muss auf Internet warten. Ja, kommt erst Anfang März. Da freue ich mich schon drauf. Endlich wieder Stream. Ja, und der Epic Heiler war nicht dabei. Doch, ein 10 haben wir noch. Na, nochmal random Legi. Na, nee. Nee, schon wieder Estrid. What the heck? Ja, also ich muss sagen, das war erfolgreiches Video. Ich hoffe, am Sonntag bei der Ohrling-Beschwörung geht's weiter so. Ja, ein neuer Lord Legi vielleicht. Mal schauen. Auf jeden Fall, wir brauchen ja Liu Bu, also den Kämpfer-Unit. Auf jeden Fall für den Buff, für die neue Heilerin. Ja, wegen dem Bindungsskill. Ja, also so oder so, ich muss ihn ziehen, um das optimale Potenzial dann von ihr testen zu können. Ja, das war's für heute, Freunde. Wir sehen uns, wie gesagt, am Sonntag beim Beschwörungsevent. Ich wünsche euch viel Glück mit der neuen Heilerin. Ich denke, diesmal lohnt es sich wirklich. Ich bin echt gespannt. Ja, in diesem Sinne noch einen schönen Valentinstag, Wochenende. Bis zum nächsten Video. Keep on grinding. Euer Lobo.